Während unserer Urlaubswoche in Bad Gastein im schönen Österreich habe ich immer wieder nach Holz Ausschau gehalten, um mein neues Schnittset auszuprobieren. Ich habe mir ein neues Schnittset gekauft. Und zwar ist es ein Hultafors-Messer und ein Tassenschnittset. Mal schauen, wie das funktioniert. Es gab da auch diesen Wanderlöffel. Aber du hast ja einen Wanderlöffel dabei. Doch erst am Ende der Woche wurde ich wirklich fündig. Ich habe vom Wanderweg an der Evian-Quelle ein bisschen Schnitzholz mitgebracht. Und hier hatte ich schon angefangen, einen Löffel zu schnitzen, aber das ist leider gerissen. Deswegen kann ich das nicht weitermachen. Und ich habe hier gerade einen Ort gefunden, wo unglaublich viel Abschnittholz rumliegt. Vielleicht kann ich hier was Cooles schnitzen. Mal schauen. Auf jeden Fall werde ich das Holz erstmal präparieren für den Abtransport und dann zu Hause vielleicht was draus machen. Das ist übrigens ein Hultafors Messer, die ganz billige Variante für 13 Euro. Das geht wie durch Butter. Also man braucht schon ein bisschen was an Kraft, um einen kompletten Ast wegzuschnitzen, aber es ist möglich. Ich habe jetzt die Stücken, die ich mir hier rausgesucht habe, weitestgehend gesäubert und die werde ich mitnehmen und zu Hause dann bearbeiten. Und jetzt kommen wir zu den Stricknadeln. Meine Mama hat nämlich eine Stricknadel verloren und da will ich ihr helfen, eine neue zu machen. Ich habe hier verschiedene Modelle. Eins habe ich schon versucht zu schnitzen. Das werde ich noch zu Ende schnitzen. Und dann habe ich hier verschiedene Baumarten. Die probiere ich jetzt mal auszuschnitzen. Ein Stricknadel-Selbstversuch stand schon lange auf meiner Survival-Liste ganz weit oben. Könnte man bei Kälte aus etwas Schafswolle und ein paar Holzstöcken einen Pullover oder Wollsocken stricken? Ungefähr 20 cm. Das geht echt wie durch Butter. Bei dem hier habe ich es dann nicht weiter probiert. Der ist einfach viel zu dick. Da müsste ich sonst wie viel abschnitzen. Das ist sehr aufwendig. Das mit dem kleinen hier, das hat nicht so gut funktioniert. Der ist abgebrochen, weil er schon zu alt war. Ich habe jetzt diese beiden hier und die werde ich jetzt noch mit einer Nagelfeile nachbearbeiten, damit die ganzen groben Kanten rausgehen. Und dann wollen wir mal schauen, wie sie sich im Einsatz machen. Statt einer Nagelfeile könnte man in der Natur auch einen Sandstein verwenden. So, jetzt ist es schön glatt. Wir haben jetzt hier 2 Stricknadeln. Mal schauen, ob man damit arbeiten kann, obwohl sie ein bisschen gebogen sind. So, wir testen das jetzt mal. Das Problem ist, dass es hier nicht runterrutscht. Das müsste man mit Öl einschmieren. Aber es ist halt ziemlich krass, ne? Das biegt sich hier wirklich gut durch, ne? Also es geht, ne? Guck mal, man kann was machen. Funktioniert. Also man kann sich Stricknadeln selber machen. Wenn man dann noch ein Schaf hat und Wolle, friert man nicht. Es dauert aber eine Weile. Was meint ihr? Soll ich in einem nächsten Selbstversuch mal versuchen, Wolle selbst zu spinnen? Das war leider auch schon unser letzter Tag im Gasteiner Tal.
Hinter uns liegt eine spannende Woche, in der wir allerhand erlebt haben. Wir haben ein Mini-Survival-Training auf einer Bergtour gemacht. Wir haben gemeinsam einen Lost Place in den Bergen erkundet. Wir sind durchs Nassfeld gekraxelt und haben Edelsteine gefunden. Wir haben eine Zeitreise durchs verlassene Bad Gastein gemacht. Schaut euch die anderen 4 Teile gerne nochmal an. Heute habt ihr mein kleines Schnitzprojekt gesehen und es werden später im Jahr noch weitere Schnitzprojekte aus diesem Holz folgen. Zum Abschied empfing uns der Bad Gasteiner Bahnhof mit Regen, wie schon zu Beginn unserer Reise. Wir waren dankbar über die spannenden, sonnigen Urlaubstage, die wir hier erleben konnten, mit aufregenden Wanderungen, Stadtbesichtigungen und allerhand kleinen Abenteuern. Und, wie war das mit der Bahnfahrt? Hat das Spaß gemacht? Ja! War das schön in Österreich? Ja! Was hat dir denn am besten gefallen in Österreich? Ich weiß nicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne einen Daumen hoch, einen netten Kommentar oder sogar ein Abo da. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder im nächsten Video. Und bis dahin, ciao.